Tunis, am Morgen des zweiten Tages der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen 2022. Hektischer Verkehr. Mit dem Taxi, der Metro oder zu Fuß machen sich die Teilnehmerinnen auf den Weg ins Centre Culturel Scolaire. Weltweit sind Frauen auch auf ihren Wegen zur Schule, zur Arbeit oder zum Einkaufen Gewalt ausgesetzt. Begrapschen in der engen Straßenbahn, Belästigung auf der Straße. Die weltweit zunehmende Gewalt an Frauen ist ein zentrales Thema der Konferenz. Allein 4 der 31 Workshops beschäftigen sich damit. Die Frauen berichten von ihrer Lage und beraten, wie man sich wehrt. So bekräftigt die Tunis-Resolution, dass der 25. November, der Tag gegen Gewalt an Frauen, in allen Ländern als Kampftag der Frauenbewegung auf die Straße getragen wird. Unser Ziel war einfach, die Stille und das Schweigen zu brechen. Dass wir laut und klar aussprechen, das, was wir gesehen und vor allem auch selber erlebt haben. Mit dem Ziel, dass alle Verbrecher gefunden und sich rechtfertigen müssen vor dem Gericht des Rechts. Wir haben von allen Fällen die Daten aufgenommen, absolute Zeugenaussagen, die auch belegt werden konnten. Und unsere ersten Aussagen wurden übergeben an das Den Haager Tribunal. Und in dem 5. Jahr wurde endlich erreicht, dass Leute verurteilt wurden, auch in Bosnien und Herzegowina. Wenn ich spreche von Vergewaltigung als Kriegswaffe, wenn ein Oberster dieser Einheit seinen Soldaten die Erlaubnis gibt, der eine Aktion ausführen muss, Gelände befreien soll von diesen anderen Menschen, die da in diesem Gebiet leben, dass sie eben diese Frauen mitnehmen und sie einfach vergewaltigen und 9 Monate festnehmen. Dann bringen sie junge Frauen, Mädchen und Frauen. Alles Jungfrauen und alle Mann. Deswegen war die Vergewaltigung einfach auch eine Kriegswaffe. Ja, sie mussten das ja eigentlich machen, wenn sie irgendwo auch überleben wollten, sonst waren sie selber erschossen worden. Die Frauen konnten sich einfach nicht wehren. Ohne Waffen. Und die bewaffnet bis oben hin. Du musst es einfach alles machen, was sie dir gesagt haben. Wir haben über 10.000 dokumentierte Fälle von Vergewaltigungen der Frauen oder der Männer, die nur überlebt haben. Wir sprechen jetzt nicht von denen, die dann nicht einmal namentlich aufgeführt wurden. Wir haben 62 geborene Kinder, die aufgrund einer Vergewaltigung auf die Welt kamen. Manche Mädchen, manche Frauen, manche Ehefrauen haben ihre Kinder natürlich zur Adoption freigegeben. Manche haben ihm den Vergewaltiger vor die Tür gestellt. Eine kleine Nummer von Frauen haben es behalten, als eigenes anerkannt. Was wir jetzt ganz besonders bevornehmen möchten, ein großer Teil der Frauen wurde behalten, zwangsbehalten, in verschiedenen Lokalitäten, Gefangenenlagern, Privathäusern,
gdje su ih držali do poodmakle trudnoće. Wo sie einfach eingesperrt haben bis zum Austragen des Kindes. To su radili, znači, Srbi. Das haben eben die Serben getan. Žene nisu željele da tako dijete dovedu u svoju porodicu. Keine Frau wollte so ein Kind in ihre Familie mit reinbringen. Veliki broj žena su ostali muževi nakon silovanja. Viele Frauen haben deswegen dann auch ihre Männer verlassen. Veliki broj su prihvatili. Viele haben es auch angenommen. Moj muž je prihvatio. Mein Mann hat es akzeptiert, angenommen. Znao je da nisam ničim doprinijela, weil er wusste, dass ich nicht schuld bin daran, da bi sve to preživjela. Dass ich das durchziehen muss, dass ich das überleben muss. Kao i sve ostale žene, wie auch alle anderen Frauen. Jer mi se nismo mogle braniti. Wir konnten uns nicht vor diesen Menschen wehren. Vom Deutschland und hier in Afrika, dass man more Impact, dass man wirklich etwas verglichen, etwas ermöglichen, was unsere vorigen Frauen noch nicht geschafft haben. Die Probleme sind identisch. In Deutschland, in Afrika, Malawi und Namibia, die sind identisch. Ich habe selber Gewalt erlebt. Und ich hatte mit diesem ganzen Prozess habe ich 3 Kinder. Habe ich alles in Deutschland und Amerika, weil ich bin von Deutschland Amerika Flug weggegangen, weil das System in Deutschland wäre sehr hart für mich. Und ich hatte keine Hilfe bekommen in Deutschland. Und dann seit mein Ex ist so, wie nennt man das, ein Jäger. Und dann war mir sehr, sehr schwierig, weil als ich mal bekommen habe, dass er hat immer Waffe genommen und obwohl er das offiziell gemacht hat, die haben keine Hilfe bekommen. Und dann dachte ich, ich wollte wirklich nicht mit dem Kind allein da sterben. Ich möchte lieber gehen, wo er keine Einflüsse haben, weil der hat Einfluss in Deutschland. Und wie meine Kollegen gerade gesagt haben, dass mit der Polizei dieses ganze System war sehr schwer. Und dann habe ich nur einziger Weg, was ich gesehen habe, war in Amerika gehen, weil das ist, wir reden über andere Kontinente. Ich bin mit Schlafanzug in Amerika geflogen und so mit meinen Kindern, weil ich sah keine andere Chance. Und nach Amerika bin ich wirklich zurück nach 3 Jahren. Und ich bin zurück in Deutschland, dann habe ich ein Buch darüber geschrieben und ja, wenn man Interesse hat, können vielleicht bei Courage und in Deutschland, da kann man dieses Buch bekommen. Ich bin Präsident von My Voice for the Poor in Germany, das ist eine Germany Organisation. My Voice for the Poor. Mhm. Und wir haben bis heute 24 Büros in ganz Welt. Und dieses Jahr, ich war so seit Februar in Kongo, wo ich nochmal solche Typ von Violence erlebt habe, aber nicht mir persönlich, sondern die Frauen wurden ermordet. Und ich war selber da im Februar. Und dann habe ich das nicht zugelassen, weil ich könnte wirklich an meine vorherige Geschichte erinnern, wo ich wirklich war ohne Hilfe, überall. Dann habe ich mir gesagt, nee, diese Frauen brauchen Hilfe. Ich werde das nicht zulassen. Viele Frauen, die in Kongo gestorben sind, habe ich selber welche schon gesehen. Die wollen gern, dass diese Mörder im Gefängnis, weil die Frauen keine Stimme dort haben, kann man ein bisschen darüber berichten in Deutschland. Das ist keine Hilfe, aber kann man ein bisschen darüber sprechen. Aber in Kongo ist wirklich keine Chance. Dann haben wir viele verschiedene Anwälte genommen, Anwälte und so, damit diese Mörder im Gefängnis gehen, damit die Frauen eine Stimme kommen könnte oder die Frauen bekommen diesen Respekt, was man verloren haben. Ja, so habe ich das arrangiert.
damit die ganzen Leute, Paare in Gefängnis gegangen dieses Jahr. Und ich bin selbst in einem Monat da geblieben, weil das war nicht einfach, das System war auch sehr stark. Aber ich habe durchgesetzt, damit etwas passiert. Frauen können wirklich nicht auf diese Justiz, alles diese am Gericht, weil es gibt, die sind mit Schlafanzug, sie kommen da und auch zu Hause in der Familie, sie bekommen keinen Respekt irgendwo. Das ist sehr, sehr schwer, auch am Gericht mit solchen Geschichten anzufangen. Ja. So, und wenn sie hat keinen Respekt, weil sie ist so und sehr, sehr arm, kann man so sagen, und hat sie auch keine Möglichkeit, am Geld reinzukommen. Das ist für sie sehr schwer. Das, was mich hierher treibt, ist wirklich ein echtes Schicksal. Also nicht nur die angebotenen Morde, sondern die passieren Morde. Also ich bin die Mutter von Anna und Noah. Die sind beide ermordet worden vor 15 Jahren. So, und was mich so erschreckt, vom Partner und vom Vater der beiden auf der Straße, also viele Zahlen mir auch durchfallen. Der Mörder war in Algerien mit deutscher Staatsangehörigkeit. Da spielt jetzt also nicht immer nur dieses zu reduzieren auf Rassismus und Diskriminierung, was mir wichtig ist, sondern einfach auch Fakten zu benennen. Was mir wichtig ist, Analysen anhand konkreter Schicksale zu ziehen, so, und mit diesen Analysen besser eine Vorsorge treiben zu können, damit man vermeiden kann. Wenn wir keine guten Analysen machen, werden wir nie die richtige Hilfe leisten können. Ich habe schon rausgehört, du hast Erfahrungen gemacht, so, ne? Diese Erfahrungswerte zusammenzutragen, das finde ich auch etwas ganz Wichtiges zu sehen. Das sind wirklich echte Schicksale und jetzt nicht irgendwelche Fernschicksale, die irgendwo passieren unter irgendwelchen statistischen Zahlen. So, und bei Anna und Noah war es so, die beiden, also sie hat ihn verlassen, der Mann wurde verlassen und und sie wollte mich besuchen kommen mit dem Kind. Und dann an dem Tag zuvor, bevor sie zu mir kam, hat er sie beide ermordet. Also es ist passiert, obwohl sie den Schutz in Deutschland bekommen hat von der Polizei. Sie war also schon polizeilich erfasst, sie war schon sozusagen unter dem Schutz der Polizei und auch des Jugendamtes, und trotzdem hat diese politische Einrichtung nicht, oder die ganzen Institutionen haben nicht greifen können, weil man es viel zu nachlässig genommen hat und das Schicksal zu wenig ernst genommen hat. Also der Mörder hat die unbekannte Adresse über das Jugendamt erfahren. Die Polizei, die war im häuslichen Schutzprogramm der Polizei enthalten, auch nicht ernst genommen. Und das ist dieses, wo ich sage, es reicht. Und ich habe mit Polizisten gesprochen, die haben unendlich darunter gelitten, dass es passiert ist. Aber sie sagten, ihnen sind immer wieder die Hände gebunden, dass sie nicht mehr machen können, weil es wird von der Staatsanwaltschaft und vom Staat das nicht entsprechend unterstützt. In Spanien gab es täglich eine tote Frau. Die Frauen sind auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Die Frauen, daraufhin ist politisch ein Programm gemacht worden. So, und da gibt es dieses 5-Stufen-Programm. Je nachdem, wie die Stufe ist, empfiehlt man der Frau vielleicht jetzt nur ein Pfefferspray und. Und die letzte Stufe ist, dass dann der Gefährder vielleicht täglich irgendwo kontrolliert wird von der Polizei. Dass man die Frauen nicht nur sich selber überlässt oder wenn der Mord passiert ist, immer nur zu sagen, bei Gericht, so habe ich es erfahren, so ist er vorher schon gewalttätig gewesen. Es reicht einmal und dieses eine Mal ist passiert. So. Und das ist das, was mich umtreibt, zu sagen, es muss von Frauen mehr gefordert werden. Das ist das, was uns hierher gebracht hat. Darüber müssen wir hier, und dafür ist diese Weltfrauenkonferenz total wichtig, weil das ist in allen Ländern so. Das höre ich vom Kongo, das höre ich von der Türkei, und das nicht nur so, das ist eine zwischenmenschliche Geschichte, aber der Staat hat, finde ich, mehr die Aufgabe, die Frauen zu schützen. Dafür muss die Gesellschaft sorgen. Das macht kein anderer. Die Frauen müssen den Druck ausüben. Und ich möchte nochmal zum Vergleich sagen, alle 3 Tage wird eine Frau in Deutschland ermordet. Man nennt es Beziehungstat. Das ist auch schon ein Begriff, den ich nicht in Ordnung finde. Es ist ein Mord an einer Frau. Ich finde, und ich finde auch nicht diesen Begriff Femizid, was jetzt in Deutschland immer mehr kommt, das ist eine andere Geschichte. Dieser Hintergrund ist kein Mord an der Frau, sondern das ist in dieser Beziehung, weil das nicht ertragen wird, dass die Frau geht und die Macht über die Frau verloren geht, in dem Moment, wo die Frau geht. Und diese Machtinstrumente, die der Mann ausübt, also man ist jetzt kulturelle Prägung oder sozialkulturelle Prägung,
Das muss immer wieder angeguckt werden, wo ist jemand sozialisiert und wie ist jemand sozialisiert. In Deutschland ist das Problem, das läuft dann immer unter Political Correctness, dass man es nicht sagen darf, dann bist du schon wieder Rassist oder diskriminierend oder sonst was. Nein, aber ich muss gewisse Dinge benennen und nicht erst hinterher sagen, der war schizophren oder der war jetzt irgendwie in unserem Fall war er dann Narzisst. In Deutschland ist es so, dass man mehr Gleichheit Männer-Frauen gibt und mehr sozusagen Rechte auch an den Migranten, also Vätern sozusagen. Und da muss man wirklich aufpassen, weil man den Recht der Frauen bzw. der Mütter auch wegnimmt. Das Recht der Mütter, also ich finde, das wird so entmündigt. Ja, ich habe auch das erlebt, was du erlebt hast. Ich habe in Deutschland studiert, ich habe für Deutschland gearbeitet. Ich war Arbeitsvermittlerin, ich war Sozialarbeiterin, ich war Beauftragter oder Flüchtlingsspezialisten, Integration der Immigranten und geflüchtete Leute. Und ich liebe Deutschland. Deutschland ist für mich, wow, Land der Rechte, der Demokratie. Also ich muss auch sagen, dass es 2 Aspekte gibt. Es gibt das System, es gibt auch die Zivilgesellschaft. Und die Zivilgesellschaft ist sehr aktiv. Und die hat mir zum Beispiel sehr viel unterstützt nach dem Mordversuch. Ich kann sagen, Weißen Ring ist eine Top-Organisation. Hat sie mir bei dem Gerichtsverfahren begleitet und Empowerment gegeben und auch bei der Polizei. Also die haben mich immer so als Opfer behandelt, und ich war so erschüttert und sie hat mich rausgenommen und sagt, nein, Najes, du bist Politikerin, du bist Sozialarbeiterin, du bist stark, du bist intellektuell, du hast was im Kopf, das ist Feminizid, du musst auf die intellektuelle Ebene gehen. Ich bin nicht jemand, der Angst hat, ganz im Gegenteil. Aber ich habe verstanden, das ist gefährlich. Er ist gefährlich. Und das habe ich geschildert und meine Mutter war mit mir. Und die haben das nicht sehr ernst genommen. Ich habe es geschafft. Ich wurde 17 Mal gestochen und ich habe gekämpft. Und ich bin aufgestanden und ich dachte, wenn ich jetzt nicht aufstehe und nicht rausgehe, ich werde tot. Ich bin rausgegangen und da habe ich die Leute gesehen und dann habe ich in der... wie heißt das? Also ich war weg. Ich war weg und ich war nicht mehr als das. Ich war in der Intensivstation. Genau, er hat meine Lungen gestochen. Und ich habe gekämpft. Ich wollte leben. Und es ist ein Wunder. Aber wie viele Frauen haben das nicht geschafft oder haben losgelassen? Wir haben gesagt, wie? Hast du deine Hände hochgenommen, wo er mit dem Messer gestochen hat? Ja, habe ich. Ich hatte keine Angst vor ihm. Weil er ein Arschloch ist. Weil das wird kein Mann machen, ein richtiger Mann. Er hat viele psychische Probleme gehabt und er hatte auch keinen Aufenthalt gehabt. Er wollte mir heiraten. Ich habe Nein gesagt und auf diese Nein habe ich das erlebt, musste ich das erleben. Und das Problem ist diese moralische Gewalt von der Gesellschaft. Wie konntest du solche Niveau heiraten? Wir haben dich geahnt. Ich konnte nichts wissen, ich konnte nicht sehen. Ich sah nur einen netten Mann, eine sehr engagierte Mannengesellschaft. Und das ist auch eine psychische Gewalt. Am Anfang habe ich mir selber Schuld geführt. Ich bin selber schuld, ich bin selber schuld. Nee, und dann irgendwann habe ich gesagt, stopp, ich bin nicht schuld. Und das hat mir die Psychologen dann beigebracht. Ich muss aufhören, so zu denken und in diese Gesellschaft mitzugehen. Gesellschaftliche Gewalt, indem man das akzeptiert. Ich war in einem ersten Meeting bei der Institut für Statistik, das vom Staat, Bundesstaat gefördert ist. Und die machen jetzt eine Befragung, die dann an den Frauen stellen werden. Und da war eine Soziologin oder Psychologin, die macht auch eine Doktorarbeit, das fand ich toll. Die sagte, wir müssen erstmal anfangen, über Gewalt in der Gesellschaft reden. Und dann Frauen. Weil wir haben Gewalt. Wir haben Gewalt in der Kommunikation, wir haben Gewalt in der Erziehung, wir haben Gewalt in der Mentalität, wir haben Gewalt in der Kultur, wir haben Gewalt in der Politik, in der Religion. Und da wollte ich das erklären. Die Nutzung der Religion, die Instrumentalisierung der Religion führt zu Gewalt. Weil ich verstehe nicht viel vom Islam, ich bin auch keine Muslime, ich bin Atheistin, aber
Freunde von mir, die das besser verstehen, sagen, eigentlich der Mann muss die Frau respektieren bei der Ehe und er muss auch die Entscheidung respektieren, wenn sie weggeht. Und sie müssen auch danach auch respektieren. Und das wird nicht gemacht. Also da muss man unterscheiden, was ist Islam, was ist Koran, was ist die Interpretation davon, was ist Kultur, was ist Mentalität. Wir müssen einfach diese ganzen Probleme dekonstruieren und in die Tiefe gehen. Warum ist das so? Wieso ist das so? Und wie sollen wir das bekämpfen? Man muss, jede Frau hat die Kapazität und kann viel mehr schaffen. Wir sollten auch nicht immer diese Einflüsse sagen, man muss unbedingt verheiratet sein, um Menschen zu sein. Man muss diese Idee auch ein bisschen kaputt machen, weil viele Frauen versuchen, Hochzeit wie eine Flüchtlinge-Heimat. Flüchtlinge-Heimat. Das heißt, Flüchtlinge-Heimat, was ist Flüchtlinge-Ein? Man geht dahin, Finger hoch und dann Fernsehen gucken, so, alles so. Viele Frauen, aber wir müssen so nicht denken, dass das Hochzeit ist schön, aber man muss nicht die ganze Hochzeit, dass ich muss Frauen sein, nur wenn ich verheiratet bin. Das soll nicht so sein. Das soll nicht so sein. Wir haben dieselbe Kapazität wie die Männer. Wenn ein Mann arbeitet, eine Frau kann auch arbeiten und Geld verdienen. Wir müssen dieses Stoppen aufhören, weil man muss auch ein bisschen die Wahrheit sagen. Ich werde sagen nicht, dass die ganzen Frauen schuld daran, aber man muss diese Frauen sensibilisieren, dass die Hochzeit und Heiraten ist kein Flüchtlinge-Eismann, wo man kann alles zusammen bewohnen und die Männer weg. Die Männer profitieren auch davon. Dass man nicht draußen gehen, ein bisschen arbeiten gehen oder etwas suchen, sondern man ist wichtig, Frauen, wenn ich habe eine Ringe in meinen Finger und wenn ich komme das wie Johannesburg ist, sondern in London. Ich bin verheiratet. Ja, der verheiratet ist wie ein Diplom. Das muss nicht sein. Dass man muss selber. Mein Diplom ist, wenn ich gehe in den Kindergarten, ich lerne etwas, ich kann etwas schreiben und habe ich ein besseres Diplom. Ich kann hier heute jetzt Geld verdienen mit meiner Kollegin, Professor so, und dann hat sie ein bisschen, und dann ich mache mir ein bisschen auch wichtig. Ich bin wichtig, wenn ich etwas verdiene. Obwohl ich nicht gelernt habe, aber egal, jeder hat ein Talent. Ich brauche nicht auch ein Diplom. Ich kann mit meiner Hand nicht, ich habe gerade geputzt, wer hat das gesehen? Ich habe es sauber gemacht. Also, ich kann das irgendwo auch nochmal sauber und dann habe ich 2 Euro, mit 2 Euro, ich gehe an ein Geschäft bei Aldi oder sowas und dann habe ich etwas. Diese Idee, Hochzeit, die eine macht eine Frauenname, deswegen sind die auch kostenlos auch umgebracht. Man muss diese Idee einfach